Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Hier habe ich einen Magnetverschluss, die sieht so innen aus und hier habe ich Ringkarabiner mit Ketten. So, Abmessungen. In die Breite ist 24 cm. In die Höhe ungefähr 21 cm. Hier oben ist 6 cm und hier in die Mitte ist 7 cm. Materialien, die ich für diese Tasche benutzt habe: Ribbon von Firma Krobeck. Es ist so eine Schnur, ungefähr 6 mm in die Breite, hat so ein Volumen und ganz gut zu verarbeiten ist. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 6. Außerdem braucht man Feuerzeug oder eine Kerze, Maschenmarkierer und die Schere. Bevor wir starten, möchte ich zeigen, wie man die zwei Garnenden zusammen verbinden kann. Man braucht eine Kerze oder ein Feuerzeug. Hält man so das zusammen und geht langsam runter, bis der Garn schmilzt. Dann zusammendrücken. Vorsichtig, das ist heiß. Eine Weilchen so halten und dann mit Fingern so zusammendrücken. Und fertig. Das ist verbunden und kann man weiter häkeln. Als erstes häkelt man 21 Luftmaschen. Eine Knote bilden. Und ab jetzt zählen 21 Maschen. Jetzt häkeln wir die erste Reihe. Oval. In die erste Reihe von Oval häkeln wir in die erste und in die letzte Masche wird diese Knote sein, 4 Festmaschen rein. Und so weiter wird mit jeder Reihe an diese Halbkreisen immer zusammen mit 4 Maschen sein. Und wir häkeln nicht wie gewöhnlich hier in diese Stelle. Drehen Sie mal rum und schauen Sie hier diese einzelnen Faden, da werden wir rein häkeln. Und hier sind 20 so welche Stellen, wenn ihr nachzählt. Und 21. das ist die letzte, hier wir häkeln in diese Knote rein. Also fangen wir an. Schauen Sie hier, da kommt diese bewegliche Masche raus und hier häkelt man alle erste Masche. Geht man hier rein, erste Masche häkeln. Und fangen wir direkt mit Muster. Also, man nimmt diese Wand, geht man rein und dann alle 3 auf einmal. Das ist Masche Nummer 2, 1, 2. Dann wieder diese Wand, dieselbe Stelle, Masche Nummer 3 und Masche Nummer 4, letzte. So. Dann wird hier zurück 19 Maschen bis zu dieser Knote gehäkelt. Man nimmt immer diese letzte Wand, diese Faden und häkelt Masche raus. Versuchen Sie es ein bisschen locker zu häkeln, damit das nicht alles zusammenzieht. Und es wird insgesamt 19 Maschen hier einzeln sein. Also ihr häkelt selbstständig weiter bis zu
diese Knote. Jetzt schauen Sie bitte hier, wie sieht das aus? Hier 4 Maschen, 1, 2, 3, 4 und ab hier bis da 19 Stück. Und jetzt ist die Knote und in diese Knote häkeln wir 4 Maschen. Ein bisschen so aufmachen, diese Stelle, wo das hin und her geht, genau an diese Stelle häkeln wir. So, man nimmt das erste Masche rein. Schauen Sie, wo dieses Stück rausgeht. In dieses Stück reinhäkeln. 1, 2, 3 und die letzte, 4. Und jetzt man zieht dieses Stück und die Öffnung schließt hier. Ganz fest ziehen und man legt dann das hier und das wird reingehäkelt. So, jetzt schauen wir. Jetzt sind wir auf diese Seite angekommen und häkeln wir zurück wieder 19 Maschen. Und schauen Sie, unter diese 2 Faden, da häkelt man Masche. Man fängt hier direkt an und bis zu diesem Anfang sind 19 Stück. Immer diese Ende nachziehen, damit das nicht zu groß wird. Hier Öffnung. Unter die 2 Faden. Erste Masche häkeln. Und so weiter treffen wir uns wieder da. Ich habe noch eine einzige Masche zu häkeln. Nummer 19. So, jetzt sind wir am Anfang. In dieser Reihe werden diese 4 Maschen verdoppelt, genau wie auf die Seite. Schauen Sie immer. 1, 2, 3, 4 und genau da. 1, 2, 3, 4. Und wir häkeln in Spirale-Runde, das heißt, werden wir diese Reihe nicht abschließen. Dafür brauchen wir Maschenmarkierer. Wer kann ohne orientieren, ist auch gut. Und häkelt einfach hier unter die 2 Faden. Und nimmt man hier hinten diese Stelle mit. Diese. Man kann einfach unter die 2 Faden häkeln. Dann wird hier ein bisschen luftig sein. Ihr könnt ausprobieren unter die 2 Faden oder diese auch mitnehmen. Einfach ausprobieren und schauen, wie es Ihnen lieber. So, ich häkle unter die 3. 1, 2 oben und hinten diese eine. Und bei der ersten Masche 2 Stück in einer Stelle. So, und die restlichen 3 werden auch verdoppelt. Unter die 2 und hier diese Stück nehme ich mit. So, das Masch Nummer 3 und das Nummer 4. Und wer nicht orientieren kann, wo nächste Reihe angefangen hat, kann einfach hier eine Maschenmarkierer reinsetzen. Hier war Anfang. Also hier genau zu sagen 1, 2, 3, 4. Das ist die 4. Masche von Reihe Nummer 2. Und so weiter. Hier nochmal 2 Maschen verdoppeln. Unter die 2 und hier diese Stelle mitnehmen.
Und letzte Verdoppelung hier. Jetzt häkelt man weiter bis zu diesem Halbkreis. Und bei diesem Halbkreis genau dasselbe 4 Mal zusammen. Ihr könnt nachzählen, 19 einzelne Maschen werden, oder können Sie einfach schauen, wo das allerletzte Masche war, hier. Und aus dieser Masche kommen Doppelte raus. So. Und hier verdoppelt ihr und kommt wieder an Anfang hier hin. 2 Reihen sind fertig. Und in der nächsten, 3., 4. und 5. und so weiter Reihen immer an die Halbkreisen hier und da 4 zusammen vornehmen. Sie können einmal vorherige Zunahme machen oder einmal nach vorherige Zunahme. Aber versuchen Sie es nicht direkt in die Zunahme eine neue vornehmen. Dann kann sein, dass der am Ende viereckig wird ausfallen. Nicht rund hier, sondern viereckig. Also, hier bei der Reihe Nummer 3 mache ich in allererste von die vorherige doppelte Zunahme und in die Stelle 2 Maschen häkeln. Dann wird eine einzelne gehäkelt. Und in die nächste wieder Verdoppelung. Und so weiter häkelt man insgesamt 9 Reihen. Also ich habe unten in Beschreibung jede Reihe aufgeschrieben, wie viel Zunahmen, wie viel Maschen zwischen Zunahmen in jeder Reihe vorkommt. Oder ihr könnt so orientieren, Maschenmarkier nehmen, 4 Stück zum Beispiel, und bei Anfang von jeder Reihe die Stellen, wo Zunahmen sollen kommen, einfach markieren. Dann wisst ihr direkt Bescheid, Markierstelle, da mache ich Zunahme. Und so weiter. Also hier habe ich es gemacht und in die nächste. Und wie gesagt, so häkelt man Reihe zu Reihe im Kreis, insgesamt 9 Stück. Hier sind 2. Schauen Sie, das ist die Mitte. 1, 2 ist fertig. Und hier insgesamt soll 9 Stück sein. Und ihr häkelt so weiter, vornehmt Zunahme und treffen wir uns dann bei der Abschluss von Reihe Nummer 9. 9 Reihen sind fertig. Jetzt hier oben am Rand sind 110 Maschen. In die Breite es ist ungefähr 22 cm und in die Länge 39 cm. Wer mag so eine Breite von Tasche von 22 cm lassen, kann mit 9. Reihe abschließen. Wer mag noch ein bisschen größer, der häkelt Reihe Nummer 10, aber häkelt nur Masche zu Masche, bisschen locker, ohne weitere Zunahmen. Also am Ende von Reihe Nummer 10 sollte auch 110 Maschen sein. Wenn zum Beispiel ihr häkelt mit anderer Schnur und kommt auf die Massen mit mehreren Reihen, also zum Beispiel 11 oder 12, dann später müsst ihr auch ein bisschen anders ausrechnen beim dieser Dicke hier und bei dem Klappe hier vom Deckel ein bisschen anders ausrechnen. Aber das erkläre ich auch später. Also, jetzt häkle ich noch 10. Reihe ohne Zunahme und treffen wir uns wieder da.
10 Reihen sind fertig. Arbeit habe ich beendet, ungefähr eine Masche vor dieser markierten Stelle unten. Und jetzt müssen wir diese Höhe ausgleichen. Ich nehme hier ein Stück Garn, diese Wand, gehe ich unter die 2 Faden hier und ziehe ich eine Kettmasche durch diese Faden, durch diese Masche. Garn abschneiden und so rausziehen. So, jetzt schauen Sie, hier, wo das Garn rauskommt, zählen wir nicht. Dann diese freie Masche lassen wir und in die nächste unter die 2 Faden zieht man dieses Stück durch und bringt man diese zurück, wo es rauskommt. Also schauen Sie hier unter die 2 Faden in die Masche rein und rausziehen. Abgeschlossen, Höhe ausgeglichen. Und dieses Endstück unbedingt versiegeln und durch mehrere Maschen hier verstecken. So, als nächste Etappe habe ich Markierer hier und markieren tue ich als erste Mitte. Also irgendwas längeres Lineal oder so hinlegen und schauen, wo Mitte ist, wo genau Mitte ist. So, zurzeit habe ich 110 Maschen hier. Wenn ihr andere Maschenanzahl habt, ist auch kein Problem. Einfach Mitte finden und zwischen diese und diese Markierer Maschenanzahl ausrechnen hier und hier. Und es soll gleiche Maschenanzahl sein. Falls ihr eine Masche zu viel habt, dann könnt ihr diese Masche in dem hinteren Teil machen. Also hier wird Deckel sein, geht dann so zu und hier wird hintere Teil sein. Es ist kein Problem, Hauptsache das Deckel hat richtige Maschenanzahl, gleiche Maschenanzahl und Mitte ist sehr wichtig zu finden. Sonst, wenn ihr später dann das alles zusammen vernäht, wird dann so zur Seite geschoben. Also es ist wirklich wichtig, als erste richtige Mitte zu finden. Also richtige Masche zu markieren. So, danach, man kann variieren, wie dick die Tasche sein soll. In meinem Beispiel hier habe ich 6 Maschen gelassen für die Breite oben. Von dieser Stelle, also von nächster Masche, das ist markierte Masche, von nächster Masche bis zu dieser markierte Stelle 24 Maschen. Die Maschennummer 24 habe ich markiert. Dann 6 hier Maschen und hier markierte Stelle ist auch Nummer 24 von dieser Seite. Also ab hier, ab nächster Masche, wo markierte Stelle ist, bis diese markierte Stelle ist 24 Maschen. Genau dasselbe auf die Seite. Deswegen habe ich gesagt, es ist wirklich wichtig, dass der richtige Maschenanzahl hier und hier stimmen. Hier wird von markierter Stelle bis zu markierter Stelle 49 Maschen sein. Genau wie hier. Diese Stelle 49 Maschen. Und jetzt fangen wir an mit dem Boden. Also wir fangen hier an bis hier und da wird Boden angebracht. Häkeln wir direkt von diesem Stück. Und nun kann man mit dem Boden anfangen. Ihr sucht irgendwelche Seite, wo wird Deckel sein, wo wird Boden sein. Also beziehungsweise wo fängt man den Boden zu häkeln. Und ich habe diese Seite ausgesucht, wo Anfang war. Eine Knote machen.
in die markierte Stelle, markiere weg, man nimmt, in die Mitte geht man so, nimmt diese Wand und von hinten, also nur 2, häkelt man eine Masche raus. So. Dann macht man Muster, das halten, in die nächste, genau wie vorher, in die Mitte gehen und hier diese Stelle mitnehmen, also unter die 2 Farben. Und 3 auf einmal abhäkeln. Dann weiter, in die nächste, in die Mitte und diese Stelle nehmen. Und so häkelt man den ganzen Rand bis zu diese erste markierte Stelle um. Es ist insgesamt 49 Maschen. Und er häkelt das zweite selbstständig. So sieht das jetzt aus. Sie können schon nach oben das ausrichten. Wird so eine Kante sein. Und da habe ich noch eine letzte Masche zu häkeln. Maschenmarkierer abmachen. Und die letzte Masche. Eine Luftmasche zur Steigerung. Dreht man rum. Jetzt häkelt man zurück. Die Rückreihen werden ein bisschen anders gehäkelt. Erste 7 Maschen am Anfang und 7 Maschen am Ende werden mit Kettmaschen gehäkelt. Und die restlichen 35 Maschen werden mit Muster wie vorher gehäkelt. Ich habe extra markiert, damit ich weiß, wo Muster anfängt. So, geht man unter die 2 Faden, zieht Masche raus und durch diese Masche direkt. Dann in die nächste, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 7 Kettmaschen. Was man erreicht mit dieser Technik, oben wird ein bisschen schmaler sein und der Boden wird ein bisschen dicker sein. So, markierte Stelle weg und ab hier weiter mit normalem Muster. Erste Masche und so weiter. Und ich häkele bis zu meiner weiteren markierten Stelle. Das ist die letzte Masche von dem Muster und hier habe ich 7. Also schauen Sie hier am Anfang, die 7. ist ganz unten, die ist praktisch wo Knote ist. Schauen Sie hier, Knote anfängt und das ist die allererste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier ist das letzte Masche mit dem Muster. Die letzten 7 Kettmaschen. Ich nehme dieses Band, gehe hinter die 2 Faden. Erste Kettmasche. 1, 2, hier Masche 6 quasi so doppelt liegt. Und die 7. ganz unten. Halten Sie diese Ende, damit der Knoten nicht rausfliegt. Und Masche Nummer 7. So. Jetzt eine Luftmasche zur Steigerung. Dreht man das rum. Diese Endstück kann man schon durch mehrere Maschen hier ziehen und verstecken.
So, jetzt drehen wir die andere Seite um und häkeln wir diese Reihe ganz normal mit Muster wieder. 49 Maschen mit Muster. Wo diese 7 Maschen waren, schauen Sie. Also, zählen wir zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist die Maschennummer 7. Hier, da, die zusammen. Also häkeln werden wir jetzt die allererste 7 Maschen. Hier, schauen Sie, hier ist ein Zopf und hier ist ein Zopf. Und man häkelt Wand von diesem vorderen Zopf und von dem hinteren Zopf oben, welche die zusammenliegen. Mit die 2 Faden häkeln wir. So, bei der allerersten Masche gibt es nur einen einzigen Faden. Geht man da rein. Das Masche Nummer 1. Dann hier, schauen Sie, direkt hier und da. Zwei, 3, 4, 5, Masche Nummer 6 und die allerletzte Masche Nummer 7. Schauen Sie genau hier, die liegt so hier ganz dicht zusammen. Nehmen Sie das und das. Und weiter einfach mit Mustermaschen bis zu Ende, bis zu diese 7 Stück wieder. Und hier dasselbe. Und jetzt am Ende diese 7 Maschen häkelt man auch mit Muster. Und schauen Sie, genau wie bei Anfang, diese Kette und diese Kette. Nimmt man die oberen 2. Also hier und da. Und so weiter. Und allerletzte ist hier. Ein bisschen versteckt. Da. Allerletzte Masche kommt da rein. Bisschen schwer, vielleicht ein bisschen helfen, dass die Masche aufgeht. Und hier rein. Und jetzt Wendeluftmasche und rumdrehen. Wir haben 3 Reihen gehäkelt. Insgesamt wird es 5 Reihen sein. Die nächste Reihe von innen wird wieder mit 7 Kettmaschen anfangen und 7 Kettmaschen enden. Alle anderen 35 Maschen mit Muster. Und allerletzte Reihe wird genauso wie Reihe Nummer 3 sein. Einfach alle 49 Maschen mit Muster häkeln. Und das macht ihr selbstständig. So sieht jetzt 5 Reihen aus. Hier in die Höhe ist ungefähr 7 cm. Hier ist am Anfang ungefähr 6 cm. So, allerletzte Masche rausziehen. Versiegeln nicht vergessen. Und durch mehrere Maschen hier runterziehen und verstecken. Als nächstes
häkeln wir Vorderteil und bringen die zusammen. Als nächstes häkeln wir diese vordere Teil. Da habe ich auch 10 Reihen. 9 Reihen habe ich mit 4 zusammengehäkelt, wie beim Hauptteil. Und die 10. Reihe habe ich nur 3 zusammen gemacht, damit ich auf die Maschenanzahl von 49 wieder rauskomme. Wenn ihr andere Maschenanzahl habt, andere Größe gehäkelt habt, ihr müsst auch ausrechnen, dass alle letzte Reihe stimmt mit dieser Maschenanzahl, welche habt ihr Boden, also Boden von Tasche. Das soll genau dieselbe Anzahl sein. Bei mir ist 49. Als erstes häkelt man eine Kette aus 6 Luftkettmaschen. Eine Knote bilden und 6 Mal. So, und schauen Sie, jetzt häkeln wir wieder hier in diese Stellen und in die 6. in die Knote werden hier 4 Maschen gehäkelt. Also zählen wir zusammen, das ist Nummer 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier fängt man an und häkelt man erste Masche und dann mit Muster direkt. So, jetzt ist die Knote da. Und schauen Sie wie vorher, diese bewegliche Teil. Da rein häkelt man 4 Stück. Halt man so mit Finger, dass die nicht wegrutscht. Vier Maschen an eine Stelle, diese Endstück ziehen. Und jetzt 5 Maschen häkelt man hier zurück. Unter die 2 Faden wie vorher. So sieht das aus. Am Ende eine Luftmasche zur Steigerung. Und jetzt häkeln wir Rückreihe. Dreht man das rum. Jetzt häkelt man dasselbe zurück. 5 Maschen mit Muster. Und jetzt die nächsten 4 Maschen werden verdoppelt, so wie vorher. Und dann wieder 5 Maschen zurück. Die Reihe Nummer 2 ist fertig. Eine Wendeluftmasche. Zum Steigerung die nächste Reihe dreht man rum. Und hier wird genau dasselbe weiter gehäkelt. 4 zusammen hier an den Halbkreis. Zwischen zusammen werden jetzt eine Masche einzige sein. Und so häkelt man weiter Reihe zu Reihe.
Insgesamt war 9 Reihen bei mir mit 4 Zunahmen und die 10. Reihe war mit 3 Zunahmen, damit ich am Ende auf die Zahl 49 rauskomme. Also wird nichts anderes passieren, immer dasselbe mit Muster häkeln. Die vordere Teil ist fertig. Hier insgesamt 49 Maschen, mittlere Masche habe ich markiert und hier habe ich ungefähr 2 Meter Garn gelassen und die letzte Masche einfach das durchziehen und ganz rausziehen. Und jetzt werden wir die Tasche zusammennähen und zwar mit Wollnadel. Dieses Stück in eine Wollnadel einfädeln. So. Und dann Hauptstück. Legt man hier so zusammen. Mit mehreren Maschen markiere, dass es zusammen fixieren. Und schauen Sie auch hier als erste Mitte finden und mit dieser Mitte zusammenbringen. Hier. Und alles fest fixieren. Und wenn alles fixiert ist, kann man anfangen zu nähen. Das kann man mit 2 verschiedenen Methoden machen. Erst geht man unter die beiden Faden hier und hier auch unter die beiden Faden. Und andere Methode geht man nur unter eine hier und eine hier. Dann bleibt hier noch so ein ähnliches Muster, dieses Rand wie da. Also ihr könnt ausprobieren, was Ihnen lieber ist. Ich mache unter die 2. So, in allererste hier und allererste da. Einfach durchziehen. Dann die nächste. Hier 2, hier 2. Und durchziehen. So, und versuchen Sie es, dass die Schnur gerade liegt. Wird nicht so gedreht. Diese Stelle. Und weiter. Masche zu Masche näht man den ganzen Rand zusammen. So sieht das aus. Bei allerletzter Masche mache ich noch einmal durch. Und jetzt durch mehrere Maschen hier runter ziehen. Dann abschneiden und versiegeln. Okay, und als nächstes häkeln wir diesen Rand um. Fangen wir hier an, gehen hier durch bis hierhin. So, ich gehe in allererste Masche hier rein. Und häkele eine Masche. So, dann schauen Sie hier irgendwelche Stellen finden, wo kann man reingreifen. Es waren 5 Reihen, also normalerweise sollte 5 Maschen sein. Und hier an dieser Verbindungsstelle 6. Masche. Kein Problem, wenn es das 6 Maschen wird oder 7 Maschen, wie ihr das wollt. Nur passen Sie auf, dass diese Maschenanzahl
wird stimmen mit dieser Maschenanzahl. Also die beiden Seiten gleich werden. Und Reihe zu Reihe häkelt man den ganzen Rand um. Und so sieht das aus. Am Ende habe ich nur ungefähr 2 Meter gelassen. Nehme ich das jetzt raus. Und wer mag, kann auf diese Etappe abschließen. Und wer mag, kann, so wie ich, mit der Schnur noch einmal diesen Rand umnähen. Also in jeder Masche einfach Schnur durchziehen. Es wird ein bisschen stabiler sein und ich finde, sieht auch schöner aus. Also ich gehe in jede Masche rein unter die 2 Faden und ziehe ich einfach das durch. Dann die nächste. Und so weiter. So, das könnt ihr selbstständig machen, die ganze Rand bis hier. So sieht Rand jetzt aus. Und jetzt am Ende hier, schauen Sie, wo diese allererste Masche war, verbinde ich das zusammen, hier unter die 2 Faden, durchziehen und gehe ich hier rein und durch mehrere Maschen runterziehen und verstecken. Beim Abschneiden versiegeln. So, und jetzt allerletzter Schritt, Magnetknopf. Schauen Sie, diese Stellen, wo Markiere sind noch, diese Stellen sollen an diese Ecken sein. Also macht man so zusammen, Tasche, und schauen Sie, hier ist gerade, genau wie da. So, muss man die Tasche erstmal auffüllen mit irgendwelchem Material oder so, damit das Volumen bekommt. Hier direkt an die markierte Stelle, das ist die Mitte. Und hier, das ist der andere Knopf, Tasche auffüllen, dass die hier gerade wird. Und legen Sie das erstmal die markierte Stelle, die Seiten. Und Sie können eventuell ein bisschen nach oben das schieben. So rum. Oder ganz nach unten. Dann sieht man den unteren Rand gar nicht. Aber passen Sie auf, dass nicht zu weit so wird angenäht, dann wird dann das zusammenziehen. Lieber ein bisschen hier Luft lassen. So ungefähr. Und dann die andere Seite vom Magnet nähen. Hier. Und das war's. Meine Tasche ist fertig. Magnetknopf fertig angenäht. Und so sieht das innen aus. Ich habe Kette mit 2 Karabinierringen. Abmessung von diesem Ring ist 4 cm außen. So, ich hoffe, mein Video war nützlich für Sie. Abonnieren Sie meinen Kanal. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!